Nee. Man kann so 3 so Dinger und... Hallo, it's me, Bexy. Gestern hatte ich dieses Motiv in Farbe gedruckt und zwar mit einem Iris-Druck. Ein Verlauf mit Pink und Gelb. Und heute möchte ich es in Schwarz drucken. Ich hatte ja bei dem Farbmotiv auch ziemlich viel Ausschuss. Es gab viele Drucke, die nichts geworden sind oder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nein! Und die möchte ich jetzt nicht wegschmeißen oder so, sondern ich werde sie heute nochmal am Ende der Session rausholen und mit Schwarz da ganz wild draufdrucken. Oder weniger wild, ein bisschen wild, mal gucken. Ich werde jetzt gar nicht so viel hier dazu sagen. Ich habe das Sieb schon bespannt. Das Papier ist schon drunter. Ich werde gleich das Schwarz raufklatschen und los geht's. Ich werde das Ganze auch jetzt filmisch nicht so krass begleiten, wie als ich die gemacht habe. Let's go! Nochmal. So, die schwarzen Drucke sind fertig. Ich bin ganz happy damit, sind alle gut geworden und ich glaube, ich habe genug. Und jetzt werde ich den Rest der Farbe benutzen, um meine Missprints von den Iris-Drucken nochmal damit kuddelmuddelmäßig zusammenzuführen. Nee, wie sagt man auf Deutsch? Und jetzt werde ich meine Missprints vom Iris-Druck nehmen, da drunter packen und mit Schwarz drüber drucken und schauen, was dabei rauskommt. Das wird jetzt so ein bisschen versetzt. Ich habe übrigens mein Mikrofon nicht rangemacht, deswegen ist der Sound wahrscheinlich jetzt komisch. So, das habe ich mal kopfüber gemacht. Das finde ich auch ganz cool. Das gefällt mir eigentlich richtig gut. Jetzt nochmal ein kurzes Recap von meiner Drucksession. Ganz am Anfang wollte ich ja eigentlich nur einen Iris-Druck machen. Ich finde es halt total witzig, dass ich von dem dann zu dem komme und das Ganze war total ungeplant. Ich bin aber sehr happy mit dem Ergebnis. Und jetzt noch eine Frage. Welchen Druck findet ihr am besten? Den Iris-Druck, den experimentellen Druck oder schwarz? Let me know in the comments. Ciao, eure Bexy.